Hallo! Wir haben uns 3 Tage in Tupiza akklimatisiert und sind jetzt bereit für größere Höhen. Darum haben wir alles zusammengepackt und sind nach Uyuni aufgebrochen. Da das Wetter nicht so berauschend war, hat es nur für einen kleinen Mittagessenstopp in Atocha gereicht. Nein, nicht mal für das, wir haben nur am Straßenrand eine Zigarette geraucht und Kekse gegessen. Also Fred hat geraucht, wir haben die Kekse gegessen und sind dann gleich weitergefahren und das war gut, denn in Uyuni hat uns ein großes Unwetter überrascht. Als das Unwetter vorbei war, haben wir uns natürlich den Zugfriedhof angeschaut und sind mit Fred nach Colciani zum Salar gefahren. Und los geht's. Und hier fahren wir wieder über die wunderschöne Hochebene, allerdings war es verdammt kalt und der Wind hat geblasen und den Chorolke hat man nur in Wolken und Gewitter gesehen. Und wer nicht weiß, was der Chorolke ist ein Berg mit 5600 Metern Höhe. Und da wären wir auch wieder gerne hochgefahren, aber das Wetter hat es nicht zugelassen. Also vielleicht beim nächsten Mal. Und in Uyuni sind wir gerade noch rechtzeitig angekommen, bevor der Himmel seine Türen aufgemacht hat. Da blieb uns eigentlich nichts anderes übrig, als einen schönen Mittagsschlaf zu machen. Aber dann fiel mir ein, dass wir vielleicht mal nach den Motorrädern schauen sollten, denn wir hatten die auf erdigem Untergrund geparkt und wenn der sich aufweicht, dann könnten die ja umfallen. Also sind Nico und ich drüber gestapft und haben nach dem Rechten gesehen. Es war alles in Ordnung, aber trotzdem haben wir sicherheitshalber leere Plastikflaschen unter unsere Ständer gepackt. Dann ging's zurück ins Hotel und dann ging's zum wohlverdienten Mittagsschlaf. Nach dem schönen Mittagsschläfchen hat es wieder aufgeklart, wie man hier sehen kann, und wir sind wohlgemut zu den Motorrädern gestiefelt. So, man möge meinen, wir sind in Uyuni, aber wir sind in Venedig. Okay. Soll ich jetzt vorfahren? Ja, wenn du willst. Wo lang? Ja, links rum, am Hotel vorbei. Ich hoffe, die geht da nicht aus jetzt. Oh. Ja, ich sehe gerade, wie tief es ist bei dir. Dann nicht. Nur nicht ausgehen, nur nicht ausgehen. Einfach am Gas bleiben. Ich bin sowieso im ersten Gang. Ich hab doch ja der Bus da hinter uns überholt uns nicht. Ja, glaube ich, wird er jetzt nicht. Jetzt nochmal tiefer, oh ja. Wie lustig. Mehr oder weniger trockenen Fußes sind wir beim Zugfriedhof angekommen. Ah, da ist wieder eine Schaukel. Die war nämlich zwischenzeitlich weg. Bei unserem letzten Besuch war da keine Schaukel. Davor schon. Und wohin? Und wie könnte es auch anders sein? Natürlich hat die Schaukel Fred magisch angezogen für ein Foto. Fototime.
Und weiter ging es zur nahegelegenen Kunstausstellung und da die Männer irgendwas gemacht haben, habe ich mir die Zeit vertrieben mit Selfies. Und dann haben wir uns noch aufgemacht nach Colciani. Das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt und da liegt auch der Salzsee. Es war zwar überall Unwetter und es war auch schon relativ spät, aber egal, wir haben es mal versucht. Auch wenn das Gewitter hier auf dem Video nicht so beeindruckend aussieht, mich hat es beeindruckt, denn es zog in unsere Richtung und nach der Erfahrung vom Nachmittag wollte ich auf keinen Fall dort hineinkommen. Und was für ein Glück, dass die Bolivianer da einen asphaltierten Steg in den Salzsee hineingebaut haben. Also nicht bis zur Mitte, aber zumindest ein gutes Stück, sodass man trockenen Fußes den Salzsee bei Nässe bewundern kann. Als Fotobeauftragte habe ich schnell mein Motorrad abgestellt und bin über den Salzsee gesprungen auf der Suche nach guten Motiven. Und das, obwohl ich ziemlich Druck wegen dem herannahenden Unwetter gemacht hatte. Mit den Worten: Mach, was du willst, ich fahr jetzt zurück. Tja, und jetzt im Nachhinein bin ich so froh, dass Petra diese wunderschönen Fotos gemacht hat. Erfreulicherweise sind wir dann doch gemeinsam zurückgefahren und haben dann dieses Wunder am Himmel entdeckt. Der absolute Hammer. Da steht bestimmt ein riesiger Topf mit Gold. Das gibt's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Und auch hier kann das Foto nicht ganz wiedergeben, was wir erlebt und gesehen haben. Und dann sind wir 3 Musketiere ganz glücklich und beseelt zurück nach Uyuni gefahren und haben was zum Abendessen gesucht. Bis oben. Sehr gut. Ich denke mal, dass bei diesem Pfützen Motorradfahrer grundsätzlich Vorfahrt haben. Die beiden Mopeds, die ihr da seht, die waren von einem Lieferservice und die waren voll ausgerüstet mit Regenkombi und Gummistiefeln. Denen waren die Pfützen total egal. Deswegen stehen die Mopeds auch in den Pfützen und nicht auf dem Gehsteig wie unsere. Aber nicht so schnell bitte vorbeifahren. Da war doch irgendwas in der Mitte, oder? Irgendein Mittelteil.
der Fred. Hauptsache die Füße im Trockenen. Der Fred kann da ja durchfahren, oder? Oh, 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 oh. Hoffentlich nicht auf mich, nicht auf mich. Okay, gut. Danke. Frage ich wieder auf meiner Flasche. Oh, hast du Hilfe gebraucht? Petra, wie hast denn du geparkt? Auf meiner Flasche. Das schon, du standst trotzdem doof für mich. Am nächsten Morgen haben wir vom Besitzer unserer Unterkunft noch unsere Tanks und Ersatzkanister mit Benzin abfüllen können, denn an der Tankstelle in Uyuni war eine lange Schlange und da wir wussten, er hat was und gibt uns das, haben wir das gerne angenommen. Unsere grobe Planung für die kommende Route sah so aus. Von Uyuni wollten wir weiter nach San Cristóbal fahren. Haben wir auch gemacht, haben dort getankt und geschlafen und sind dann weitergefahren nach Ollave. Das liegt an der Grenze zu Chile. Von dort aus ging es dann weiter nach San Pedro de Atacama über Calama. Wir hatten die Tage zuvor heftig hin und her überlegt, ob wir nicht doch nochmal in den Nationalpark fahren sollten, in dem Nico bei der letzten Fahrt gestürzt war. Denn diese Lagunenroute wollten wir doch wirklich gerne mal zu Ende fahren. Aber das Wetter sah einfach nicht gut aus. In Uyuni haben wir dann auch Touristenfahrer gefragt, die also mit Touristen und Jeeps diese Strecken fahren, ob das denn gerade sinnvoll ist auf unseren Motorrädern. Und die sagten, ja, wenn ihr fliegen wollt wie Superman, dann macht es. Wir auf unseren 4x4 rutschen ordentlich hin und her. Also haben wir uns dagegen entschieden. Und was sich hier schon in der Ferne ankündigt, sind die ganzen Unwetter, die ziemlich dicke dann über dem Nationalpark waren. Naja, also nicht nur über dem Nationalpark, auch da, wo wir hin wollten, nämlich nach San Cristóbal. Und auch in St. Cristóbal kann man lecker essen, nämlich wie hier in der Markthalle. Und das ist die Tankstelle von San Cristóbal. So, jetzt stehen wir hier in der Schlange. Wie sagt man so schön? Wir machen Schlange. Hacemos fila. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch Benzin dort. Gasoline. Ja, es gab Gasolina, aber da sich Fred nicht ganz so wohl gefühlt hat an diesem Nachmittag, haben wir entschieden, in San Cristóbal auch die Nacht zu verbringen und sind in diesem Salzhotel untergekommen. So, wir schlafen heute Nacht in einem Salzhotel und hier ist natürlich alles aus Salz gemacht. Der Tisch, sind diese Salzblöcke, das Bett, ist aus Salzblöcken zusammengesalzt. Alles, alles, alles. So, mehr sage ich nicht, weil das sieht ganz arg chaotisch aus. Und wieder einmal durften unsere Motorräder sicher im Hotel geparkt werden. Und das ist keine grüne Feuerlöscherflasche, nein, das ist eine Sauerstoffflasche, falls mal jemand ein bisschen mehr Sauerstoff braucht. Die kennen wir ja schon von Nikos Krankenhausaufenthalt, nur dass sie da viel größer war. Und diese hübschen Steinchen hat Petra an der Rezeption entdeckt und wir gehen davon aus, dass sie aus der Region stammen. Da wir die einzigen Gäste waren, hatten wir freie Auswahl, was das Abendessen angeht. Und ich habe was typisch Bolivianisches bestellt, was wir dann auch bekommen haben. Lamafleisch, Würstchen, Kartoffeln und Gemüse. Und es hat den beiden Herren sichtlich gut geschmeckt. Mi gran amor! Oh, sorry. Du bist der kleinste Hund der Welt. Und dieser Hund gehört Benita.
Das ist Benita, das ist die Besitzerin des Hotels. Fred ging es zum Glück am nächsten Tag besser und so sind wir aufgebrochen in Richtung chilenischer Grenze. Und dann haben wir das am Straßenrand entdeckt. Hier oben wird nämlich Quinoa angebaut und so sieht das dann aus. Wenn er dann richtig reif ist, werden die Spitzen noch lila. Die Asphaltstraße hat sich in eine breite Erd-Sand-Schotterpiste verwandelt und das ist eine der Hauptverbindungsstrecken zwischen Bolivien und Chile, nämlich die südlichste mit dem Grenzübergang in Ollave. Der Grenzübergang heißt natürlich so, weil der Vulkan, der direkt daneben liegt, Ollave heißt. Der ist immer noch aktiv und man sieht nachher auch sein kleines Rauchwölkchen. Das hier ist er allerdings noch nicht, sondern einer der vielen wunderschönen Vulkanberge, die man in dieser Gegend bewundern kann. Es war mal wieder Zeit für eine Keks-, Zigaretten-, Trink-, Pipi- und Fotopause. Ja, ich weiß, modisch ein bisschen gewagt mein Outfit. Also frei nach dem Motto, je gewagter das Outfit, desto schöner die Landschaft. Fährst du wohin? Ja, wollten wir nicht da reinfahren. Haben wir uns missverstanden, oder was? Okay, dann fahre ich wieder raus da vorne. Nein, natürlich bin ich nicht gleich wieder rausgefahren, sondern wir sind hingefahren und haben uns den Vulkan in der Ferne mit dieser herrlichen Landschaft davor angeschaut. Also das ist nun der Ollave. Der ist 5.868 Meter hoch und die Grenze zwischen Bolivien und Chile läuft genau über seine Spitze. Und wie man sehen kann, ist er immer noch aktiv. Da steigt nämlich sein Rauchwölkchen auf. Und hier sieht man die Grenzstation zwischen Bolivien und Chile. Das sind im Grunde ein paar Hüttchen in der großen Hochebene neben dem Vulkan. Da drin hatten wir gegessen, auf der anderen Seite hatten wir Geld gewechselt und darauf gewartet, dass die Grenze nach der Mittagspause wieder aufmacht. Da stehen wir an der Grenze, Bolivien. Hier haben wir Geld gewechselt. Da ist der Nico. Da ist die Grenze. Und da haben wir gegessen. Und so sieht der Ollave von der anderen Seite aus und auf meiner Wander-App war da ein Weg bis zum Gipfel eingezeichnet. Berlin kommen wir da ganz hoch. Immerhin waren wir gerade im Begriff, auf den Vulkan hochzufahren. Denn direkt hinter der Grenze gab es ein Gasthaus, in das wir eingecheckt hatten. Und nun waren wir frei, nach oben zu fahren. Allerdings mussten wir erst hier bei diesem Checkpoint anfragen, ob uns die Genehmigung erteilt wird.
Und sie wurde uns erteilt. Sí, Volcán. Muy bien, ¿cómo está? Super. Sehr gut. Und jetzt kommt der typische Blick bei diesem Untergrund. Habe ich einen Platten? Nein, zum Glück keinen Platten, sondern nur ein wabbeliger Untergrund. Ja, eigentlich auf dem einen App von Petra wäre es geradeaus hochgegangen, aber das schaffen die Motorräder nicht. Machen wir hier weiter. Willst du? Ja, du weiter schon. Und in der Höhe zieht der erste Gang halt überhaupt gar nicht mehr. Brauche ich nicht das. Macht nichts. Und da sich die Straße nirgendwo verloren hat, fuhren wir wieder zurück. Rechts, hier rechts, rechts, rechts. Hier über die Seite rüber sind wir gefahren vorhin. Erinnerst du dich? Doch, natürlich schaffst du das. Super. Ja, genau, super. Und da, wo der Fred jetzt rechts steht, da führte noch ein anderer Weg direkt nach oben. Ich probier's mal, Achtung. Also habe ich es versucht, noch ein bisschen höher zu fahren. Allzu weit kam ich allerdings nicht, dafür hatte ich einen wunderschönen Ausblick. Es kommt wieder meine Spezialität: abwärts fahren.
Nach diesem schönen Ausflug gab es noch ein leckeres Abendessen und dann sind wir auch ziemlich bald in unseren Bettchen verschwunden. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sagen wir Tschüss. Da waren wir gerade oben. Ganz oben.